Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über ein super wichtiges Thema für alle Katzenhalter. Welche Pflanzen sind für Katzen gefährlich und welche sind absolut sicher? Ich zeige dir 5 giftige Pflanzen, die du unbedingt meiden solltest. 5 sichere Alternativen für ein katzenfreundliches Zuhause. Und was du im Notfall tun kannst, wenn deine Katze doch mal an einer giftigen Pflanze genascht hat. Also bleib unbedingt dran. Fangen wir direkt an mit den Pflanzen, die für Katzen wirklich gefährlich sein können. 5 giftige Pflanzen für Katzen. Lilien. Lilien sind wunderschön, aber hochgiftig für Katzen. Schon kleinste Mengen können Nierenversagen auslösen. Efeu. Die Blätter und Beeren enthalten Giftstoffe, die zu Erbrechen, Zittern oder sogar Atemnot führen können. Oleander. Sehr beliebt als Zierpflanze, aber für Katzen extrem giftig. Kann Herzrhythmusstörungen verursachen. Dieffenbachia. Die bunten Blätter sind hübsch, enthalten aber Calciumoxalatkristalle, die Mundreizungen, Schwellungen und Schmerzen hervorrufen. Philodendron. Auch er gehört zu den Klassikern im Wohnzimmer. Aber Vorsicht! Schon kleine Mengen können Speichelfluss, Erbrechen und Schluckbeschwerden verursachen. So, jetzt haben wir die Gefahren durch. Schauen wir uns die schönen Alternativen an, die nicht nur dekorativ sind, sondern deiner Katze auch gut tun. 5 sichere Pflanzen für Katzengras. Ein echter Klassiker hilft Katzen, Haarballen loszuwerden und ist völlig unbedenklich. Bambus. Achtung! Nicht alle Bambusarten sind geeignet. Echter Bambus ist aber katzenfreundlich und sieht super im Wohnzimmer aus. Basilikum. Nicht nur für dich in der Küche nützlich, sondern auch ungefährlich für deine Katze. Und manchmal knabbern sie sogar gerne daran. Zyperngras. Katzen lieben es, an den langen Halmen zu knabbern. Eine tolle Alternative zum Katzengras. Katzenminze. Der absolute Favorit vieler Stubentiger. Sie wirkt spielanregend und ist völlig ungefährlich. Und genau hier wird es wichtig. Was tust du, wenn deine Katze eine giftige Pflanze gefressen hat? Und woran erkennst du eine Vergiftung? Wichtige Symptome bei einer möglichen Vergiftung. Katzen reagieren je nach Pflanze ganz unterschiedlich, aber es gibt einige typische Warnsignale. Erbrechen oder Durchfall sind häufig erste Anzeichen. Starker Speichelfluss, Schmatzen oder Schwellungen im Mund. Veränderung im Verhalten wie zum Beispiel Apathie, Rückzug oder extreme Unruhe. Taumeln, Zittern, Krämpfe sind Hinweise auf eine neurologische Wirkung. Atemprobleme sollten sofort als gefährlich eingestuft werden. Verändertes Trink- oder Urinverhalten, zum Beispiel bei Lilienvergiftungen. Wenn du eines dieser Symptome siehst oder weißt, dass deine Katze an einer giftigen Pflanze war, reagiere sofort. Was du jetzt sofort tun solltest: Pflanzenreste entfernen. Nimm deine Katze vorsichtig von der Pflanze weg. Entferne erreichbare Pflanzenstücke, aber zwinge sie nicht. Kein Erbrechen auslösen. Das ist bei Katzen gefährlich und kann alles verschlimmern. Sichere eine Pflanzenprobe. Nimm ein Blatt mit oder mach ein Foto. Das hilft dem Tierarzt. Tierarzt oder Tierklinik kontaktieren. Schildere genau, was gefressen wurde, wie viel und welche Symptome du bemerkst. Zustand beobachten während der Fahrt. Symptome wie Atemnot, Krämpfe oder Bewusstseinsveränderungen sofort melden. Wichtige Notfallrufnummern in Deutschland. Giftnotruf Berlin für Tiere und Menschen 03 019 240. Rund um die Uhr erreichbar, kann bei Pflanzenvergiftungen sofort beraten. Alternativ Giftnotruf NRW 02 281 9240, ebenfalls rund um die Uhr erreichbar. Tierärztlicher Notdienst bei akuter Lebensgefahr 112 anrufen. Hier wird man an die nächstgelegene tierärztliche Notfallstelle weitergeleitet, wenn akute Gefahr besteht. Fassen wir kurz zusammen:
Manche Pflanzen können für Katzen lebensgefährlich sein. Lilien, Oleander oder Efeu gehören auf keinen Fall in ein Katzenhaushalt. Zum Glück gibt es tolle Alternativen wie Katzengras, Zyperngras oder Katzenminze. Und im Notfall gilt: Pflanze sichern, sofort Tierarzt kontaktieren und nicht selbst herumexperimentieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like oder einen Kommentar da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.